Moinsen Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors und hier ist ja das ganze oder das reinste Chaos ausgebrochen bei den Regionswechsel und ich wollte das Thema mal ganz kurz aufgreifen und dann schauen wir uns mal an, was es so Neues im Spiel gibt. Ich habe ja gesehen, dass Carolina Harper ist ja die Season X, ja, das Motto. Und sie will ja Rache nehmen an uns und zum 3. Mal, glaube ich. Ja, aber bevor wir dazu kommen und wie teuer sie ist und was sie alles kann, gehen wir nochmal kurz auf den Regionswechsel ein. Ich habe das so mitgekriegt. Ich bin immer neutral, ja, ihr kennt mich. Und habt ihr so gesehen, okay. Ja, der Fisch hat uns blockiert. Naja, nicht uns. Der Fisch hat die Regionswechsel blockiert. Und zwar den letzten Platz für einen Spieler mit einer hohen Kampfkraft. Ne? Ich glaube, das waren genau 580 Millionen plus. Völlig legitim. Ne? Können sie machen, wie sie wollen. Aber meine persönliche Meinung ist, okay, guck mal, Voldemort und Fisch und Days Gone und was weiß ich nicht alles, die sind damals auch gewechselt und da hat ihnen keiner Steine in den Weg gelegt, ne, weil wir haben uns gefreut. Ich bin auch, wie gesagt, neutral. Ich habe mich damals für Voldemort gefreut. Ich freue mich heute noch für Voldemort, dass er mit seinen Freunden zusammenspielen kann und er endlich einen Server gefunden hat, wo er sich hoffentlich wohlfühlt und wo er auch Seasons gewinnen kann. Unter was für Umständen, ja, das sei mal dahingestellt, ja, weil ich habe da auch so einiges gehört auf dem Server 2009. Aber gut, aber warum soll ein anderer Wahl, zum Beispiel wie IMAX, das auch nicht können? Ja? Und das ist für mich so ein bisschen Kindergarten. Ja, oh komm, wir blockieren mal den Weg, damit sie nicht so stark werden. Entweder ist es nur Jux und Dallerei oder aus den vergangenen Tagen mit dem Server 2013. Aber hey, wen jucken die vergangenen Tage? Ja, die Fluktuation bei den wechselnden Spielern ist so hoch. Ja, da sind nur noch ein Haufen Spieler dabei, die damals immer gegen die gekämpft haben. Von daher, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, das ist, keine Ahnung, das ist ein bisschen, für mich persönlich ist das Kindergarten und als neutral außenstehende Person, na gut, ich bin jetzt auf den Server 2013, aber ich finde das trotzdem, ja, das ist nicht okay. Ne? Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Natürlich, es gehört zum Spiel dazu, ja. Und ja, wir wissen, 2009 ist ein starker Server. Ja, wir wissen, dass Voldemort stark ist. Das wissen wir alles, ja. Die können auch alle glücklich sein, die können auch jede Season gewinnen. Ja? Wird zwar ein bisschen langweilig denn, aber was soll's, ja. Aber wenn ich das so sehe, so, okay, da ist jetzt ein Server, der will sich neu aufbauen oder die wollen eventuell eine Revanche haben gegen Voldemort. Die tun alles dafür und dann sagt der gegnerische Server, der eventuelle gegnerische Server, komm, lass mal blockieren. Ja? Okay, weiß zwar nicht, was für einen Sinn das hat und ja, ob die Angst haben oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich begutachte das als neutral stehende Person und hätte mich gefreut, wenn Fisch gesagt hätte, okay, komm, Voldemort und komm, weiß ich nicht, wie heißt der Regionsanführer da? Local? Ne, aber wenn er gesagt hätte, okay, komm, die haben alle recht, lass sie da reinkommen, wir bratzen die eh weg. Ne? Wir gewinnen auch sowieso. Und wenn die denken, also Server 2009, denkt er sowieso, dass sie jede Season gewinnen. Ne? Laut den Facebook-Posts sind sie immer so, wir gewinnen, keiner kann uns was anhaben. Ja, wenn es so ist, warum blockiert ihr denn halt diesen Regionswechsel? Steckt man nicht drin. Am Ende des Tages müssen wir alle zusehen, wie wir hinkommen. Und wir dürfen immer noch nicht vergessen, Leute, es ist ein Spiel. Ja, also einige nehmen das Spiel wirklich viel zu ernst und manchmal muss ich auch drüber schmunzeln. Keine Ahnung, ja, das ist ein Spiel. Also, weiß ich nicht. Ja, okay, ihr seht schon, ich bin so ein bisschen verwirrt, ja. Ich bin auch nicht sauer oder so, ne? Fisch, habe ich gesagt, den könnte man knuddeln. Er ist auch immer noch einer, der sein Schild vergisst oder so. Aber trotzdem hätte ich es IMAX gegönnt, wenn er jetzt nochmal einen starken Spieler dazu bekommen hätte und dann hätte 09 sagen können, ist doch egal, was für starke Spieler ihr nimmt, wir besiegen euch doch sowieso. Ne? Aber ist halt nicht so. Ne? Gut. Ja, so viel dazu. Gut, wir schauen uns jetzt mal die neuen Rekruten an und dafür gehen wir mal auf meine Rekruten rauf und wir sehen hier, dass es eine neue Rekrutin gibt und zwar Sadist Caroline. Sie hat sich umbenannt, ja, sie hat eine Zange in der Hand. Ich weiß nicht, ob sie da Zahnarzt ist oder was weiß ich was. Anscheinend hat sie sich auch so ein bisschen verjüngt. Ja? Sie sieht so ein bisschen frisch aus im Gesicht, aber sie ist ganz gefährlich. Ja? Sie gibt ihr globalen Buff, einen Angriffsbuff von 6%. 6% ist richtig gut. Ihr wisst, glaube ich, die anderen Rekruten, die waren ja auch als Kaufangebote da. Die haben alle nur 2%, 4%, 4%. Und da habe ich mir schon so gedacht, okay, die ersten Rekruten haben, glaube ich, 30 oder 50 Euro gekostet. Dann ging es hoch auf 100 Euro und bei 6% habe ich so gedacht, na, ich werde Auge machen. Ja? Ich mache jetzt richtig Auge und zwar, so, jetzt lädt die Webseite von Alex. So, da bin ich und sage und schreibe,
228 Euro hier im europäischen Raum. Ja, also hier jetzt zum Beispiel hier in Deutschland. Für einen Rekruten. Das, was du dazu bekommst, das interessiert die Wale ja nicht. Ja, das haben sie en masse. Das haben sie ohne mit der Wimper zu zucken, können sich das alles kaufen. Das wissen die Entwickler auch. Ne? Aber Jungs, 228 Euro und hier ist sogar noch der Preis durchgestrichen wegen den Rabatt. Ja, 5%. Ja. Hunde kannst du hier auch kaufen für 114 Euro, ist ein Schnapper. Ja, das ist ein Schnapper. 3 Jahres Meilenstein-Paket kannst du auch noch kaufen für 114 Euro, ist ein Schnapper. Legendärer Halbmond-Unterschlupf-Paket, ein Rathaus-Skin, ja, 1140 Euro. Alter Verwalter. Also, ich weiß nicht. Das ist echt krass. Aber wie gesagt, es gibt Wale und Spieler, die kaufen sich das, weil es ist ja auch wichtig fürs Spiel, sowas zu besitzen. Auch wenn ich das Geld hätte, ich weiß nicht, ich würde das nicht machen. Keine Ahnung. Wir fallen mal wieder ins Game rein. Dann denke ich mal am Freitag, so ist meine Theorie, bekommen wir die Gegner zugewiesen. Und dann bin ich mal gespannt, wen wir so als Gegner haben. Ja, das soll es auch schon gewesen sein mit dem Video. Wie gesagt, ich würde gerne eure Meinung hören in den Kommentaren. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Euer Sultai.